Nächste Woche soll die mächtigste Rakete der Welt in ihrer dritten Generation zum ersten Mal abheben. Schafft SpaceX Ship 39 rechtzeitig für den V3-Start Freitagnacht an die Rampe? Außerdem, was üben zwei russische Satelliten, die sich Ende April auf 3 Meter zueinander gerollt haben? Und wie ordnet Clemens von Sicherheit und Verteidigung Deutschlands größtes Raumfahrt-Großprojekt ein? Bereit zu staunen? Ich bin Mo, herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. Letzte Woche haben wir das Startfenster für SpaceX Starship Flug 12 schon angekündigt. Diese Woche ist die Hardware in den Endspurt gegangen. Booster 19 hat seinen vermutlich finalen Static Fire auf Pad 2 in Boca Chica absolviert. Die zweite Testkampagne nach dem ersten erfolgreichen 33 Engine Static Fire am 16. April. Pad 2 ist eine Startanlage, die noch nie eine Rakete in den Aufstieg geschickt hat. Was beim aktuellen Hochlauf passiert ist, das hat selbst alteingesessene Starbase-Beobachter überrascht. Beim ersten Anlauf, da sprang das Deluge System an, also die massive Wassersprühanlage, die unter dem Booster Beton und Stahl vor den 33 Triebwerken schützt. Sekunden später stoppte das System wieder. Für einen Moment sah es nach einem Abort aus. Beim zweiten Anlauf lief die volle Sequenz dann mit Wasserwand und Zündung aller Raptor-Triebwerke sauber durch. Das SpaceX eigene Video, das zeigt Schockwellen, die in kompakten Ringen über das Gelände jagen. Das ist keine Show, sondern Physik. Ein einzelnes Raptor 3 liefert etwas mehr Schub als 2 Boeing 747-8 unter Volllast. Also Booster 19 dann mit gleich 33 davon. Da ist klar, da ist ordentlich Energie. Während des Tests bewegten sich die Gridfins synchron mit der Triebwerkssteuerung mit. Gridfins, das sind ja die Steuerflossen, die später den Booster bei der Rückkehr stabilisieren. Heißt im Klartext, Aerodynamiksteuerung und Feuerung, die werden gemeinsam erprobt. Booster 19 hat damit den letzten harten Hardware-Meilenstein vor dem Aufstieg sauber abgehakt. Parallel rollt der Rest aus der Hardware-Pipeline weiter. Ship 39, also die zugehörige Oberstufe der V3-Generation, hat seinen 6-Engine Static Fire bei Massey's am 15. April abgeschlossen und ist bereit für die Stapelung mit Booster 19. Ship 40 hat parallel erstmals Megabase 2 verlassen und absolviert aktuell seine eigene Cryo-Proof-Testkampagne in der Massey's Testanlage. Die nächste V3-Oberstufe, die dann in der Pipeline wäre. Und während all das läuft, baut SpaceX am ursprünglichen Pad 1 in Boca Chica gleichzeitig die alte Hardware auf den neuen V3-Standard um. Ja, schon bemerkenswert diese Choreografie bei diesem Hardwarewechsel. 2 Pads, ein Übergangsfrühjahr. Statt sequenziell zu arbeiten, also die alte Generation auslaufen zu lassen und dann die neue zu starten, schiebt SpaceX die V3 praktisch in einer laufenden Maschine hinein. Kommen wir zur Orbitalbahn. Flug 12 fliegt ja nicht den klassischen Korridor zwischen Florida und Kuba, den ja bisher alle Flugtests von Starship gemacht haben. Die neue, deutlich südlichere Flugbahn, die fädelt sich nördlich der Yucatan-Halbinsel und südlich von Kuba durch. Und dann zwischen Jamaika und Kuba sowie zwischen St. Vincent und Grenada in den kleinen Antillen hindurch. Hispaniola und Puerto Rico werden bewusst umgangen, um die transatlantischen Luftverkehrskorridore zu schonen. Die Wasserung der Oberstufe, die erfolgt dann vor der australischen Westküste, das kennen wir so schon, dann im Indischen Ozean. Mehrere Länder im Korridor, jedes Mal mit eigener Luftraumfreigabe. Ja, das ist ein Spaß, würde ich sagen. Warum das Ganze? Eine südlichere, geneigtere Bahn öffnet die Orbitebenen, in denen die kommenden Starlink V3-Satelliten betrieben werden sollen. Das ist die eigentliche Pointe von V3. Nicht eine schönere Rakete, sondern eine Rakete, die exakt in die Konstellation passt, mit der SpaceX heute schon Geld verdient. Realistisch heißt das, wenn alles hält, sehen wir frühestens am nächsten Wochenende, also in der Nacht zum Samstag, den 16. Mai, den ersten V3-Start. Wir übertragen das natürlich für euch live. Den Link dazu findet ihr hier. Am besten gleich einspeichern. Aber ist mehr als das. Der erste Aufstieg vom neuen Pad 2 und den ersten südlicheren Starship-Korridor, der das Starship für die erste Landung dann am Pad vorbereiten soll. Alles Premieren, wo jede Vorberechnung exakt sitzen muss. Wir erwarten von den Raketenherstellern absolute Perfektion. Da muss jede orbitale Flugbahn auf die 5. Nachkommastelle genau sitzen, damit dann die Mission ein Erfolg wird. Jedes kleine Telemetriesignal wird mit 3-facher Redundanz abgesichert. Ja, aber hier unten auf der Erde, da drücken wir bei jedem Cookie-Banner völlig blind auf Alle akzeptieren. Wir werfen unsere Handynummer, Einkaufsdaten und die halbe Lebensgeschichte jedem noch so fragwürdigen Online-Formular in den Rachen. Unsere persönlichen Daten, die sind überall im Netz exponiert. Das ändern wir jetzt und damit danke an Incogni für die Unterstützung. Jeder, der schon mal von einem völlig dubiosen Spam-Anruf
aus dem Konzept gebracht wurde. Das ist mir schon öfter passiert. Weiß genau, wovon ich spreche. Hunderte Datenbroker sammeln nämlich massiv unsere intimsten Infos und verscherben sie völlig ohne unsere Zustimmung weiter. Incogni ist quasi das vollautomatisierte Lebenserhaltungssystem für euren Schreibtisch, sich selbst durch den endlosen Ladekreis des Todes von hunderten Opt-out-Seiten zu quälen. Das dauert dann etwa so lange wie ein Raketenstart in reiner Elon-Time. Incogni übernimmt das komplett auf Autopilot für euch. Und weil Datenbroker hartnäckiger sind als ein klemmendes Betankungsventil, das bei T-1 zum Scrub führt, fordert Incogni die Löschung immer und immer wieder an. Denn die einfache Wahrheit ist ja, sie können dir nicht schaden, wenn sie dich nicht finden können. Schließt eure digitale Nutzlastverkleidung, bevor eure Identität wie unkontrollierter Weltraumschrott im Low Earth Orbit verstreut wird. Geht auf incogni.com/Senkrechtstarter, um euch den 60% Rabatt auf euren Jahresplan zu sichern. Den Link gibt's in der Beschreibung und im gepinnten Kommentar. Findet ihr direkt unter dem Video. Während wir am Boden unsere persönlichen Daten zurückerobern, baut die Bundeswehr gerade die eigene Dateninfrastruktur im Orbit hoch, und zwar in einem Tempo, das für Beschaffungsprojekte dieser Größenordnung absolut ungewöhnlich ist. Über 100 Satelliten in LEO, ein Auftragsvolumen von 8 bis 10 Milliarden Euro, eine erste Operationsfähigkeit der Konstellation bis 2029. SATCOM-BW Stufe 4 ist damit der größte einzelne Raumfahrtauftrag in der Geschichte der Bundesrepublik. 3 Ereignisse haben das Vorhaben in wenigen Wochen massiv beschleunigt. Im März hat das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, die Abkürzung, die erspare ich euch hier, die Ausschreibung gestartet. Wenige Tage später war klar, dass Airbus, OHB und Rheinmetall als nationales Konsortium gemeinsam antreten. Zeitdruck und Projektgröße haben das praktisch erzwungen, und am Donnerstag, 16. April, da hat dann das Bundeskartellamt das Joint Venture zwischen Rheinmetall Digital und OHB freigegeben, das dann als Systemintegrator und Hauptauftragnehmer fungieren soll. Airbus dockt über eine separate Struktur an, und dann innerhalb von 3 Monaten ist Deutschland damit von wir reden drüber zu die Industriearchitektur steht gekommen. Im Klartext, während Starlink und Amazon Leo die zivilen Megakonstellationen aufbauen, entsteht parallel ein deutscher militärischer Zwilling im Leo. Aber damit kommen wir zum interessanten Teil der Geschichte, nämlich was bedeutet so eine Architektur eigentlich für eine Armee, die innerhalb weniger Tage an der NATO-Ostflanke einsatzfähig sein muss. Ich freue mich, dass wir heute Clemens von Sicherheit und Verteidigung bei uns begrüßen dürfen. Clemens, was übersehen wir Raumfahrtleute beim Thema SATCOM-BW, wenn wir auf die Satelliten starren statt auf die Truppe? Ich glaube, der entscheidende Perspektivwechsel ist dieser. Wer auf Satelliten schaut, denkt an Technik. Wer auf die Truppe schaut, denkt an Abhängigkeit. Die Bundeswehr ist in diesem Bereich aktuell nämlich sehr abhängig. Sie mietet, sie leiht, sie teilt mit Verbündeten und kommerziellen Anbietern. Das funktioniert im Alltag, aber im Ernstfall kann ein kommerzieller Anbieter abspringen, ein Verbündeter andere Prioritäten haben. Diese Abhängigkeit ist also ein strategisches Risiko. SATCOM-BW Stufe 4 ist deshalb ein echter Quantensprung. Weg von wenigen großen, verwundbaren Satelliten hin zu einem Geflecht aus über 100 Kleinsatelliten im LEO. Das vernetzt Fahrzeuge, Drohnen, Schiffe und Soldaten weltweit in Echtzeit. Und wenn ein Satellit ausfällt oder angegriffen wird, übernehmen die Nachbarn sofort. Hunderte Satelliten lassen sich eben nicht so einfach ausschalten. Für eine Armee, die in wenigen Tagen an der Ostflanke einsatzbereit sein muss, oft ohne funktionierende terrestrische Infrastruktur, bedeutet das konkret stabile Führung großer Truppenverbände, Eigenständigkeit ohne externe Abhängigkeiten. Wer nun mehr über die Weltraumprojekte der Bundeswehr erfahren möchte, findet auf unserem Kanal ein ausführliches Video dazu. Während Deutschland sein militärisches Leo-Programm zementiert, schützt Russland gerade den Boden der eigenen Trägerinfrastruktur. Plesetsk, rund 800 Kilometer nördlich von Moskau, wurde nach russischen Eigenangaben rund um den 23. März mehrfach Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Parallel zum Start der ersten 16 Büro 1440 Satelliten. Die Konsequenz fällt trotzdem hart aus. Roskosmos-Chef Dmitri Bakanov musste am 11. April persönlich an Putin berichten. Der gesamte Launch-Schedule des drittgrößten Raumfahrtakteurs der Welt wird jetzt aktiv verschleiert. Russland kommt 2025 auf 17 Starts, also Platz 3 nach den USA mit 192 und China mit 90. Europa übrigens mit 7 erfolgreichen Starts 2025. Im Schatten dieser Eskalation läuft parallel der Aufbau der russischen Starlink-Antwort weiter. Die Konstellation Rasvet vom russischen Unternehmen Büro 1440 hat ihren ersten operativen Batch mit 16 Satelliten am 23. März in den Orbit bekommen. Heißt, im Orbit baut Moskau seine eigene Leo-Konstellation hoch, am Boden ist der eigene Startplatz plötzlich verwundbar. Vom Boden der Startplätze zurück in den Orbit, wo 2 russische Satelliten gerade etwas anderes geübt haben. Am Dienstag, 28. April, da näherten sich Cosmos 2581 und Cosmos 2583 laut Tracking von ComSpock auf rund 3 Meter aneinander an. Das war kein Zufall, sondern das Ergebnis mehrerer Manöver von
dem Cosmos 2583, also gezielter kleiner Bahnkorrekturen. Mit dabei Cosmos 2582, der die Formation in unter 100 Kilometern Abstand begleitete. Und dann der Subsatellit, intern Objekt F genannt, der im März 25 von Cosmos 2583 ausgesetzt worden war. Die 3 Cosmosats, also Cosmos, so werden die militärischen Satelliten genannt, von denen man nicht so genau weiß, was es eigentlich sind, die wurden am 5. Februar 2025 von Plesetsk aus gestartet. Vorletzte Woche hatten wir bereits über das russische Nivellierprogramm und den Einsatz gegen amerikanische Spionagesatelliten berichtet. Diese Woche folgte ein zweites Koorbitalmanöver. In Summe heißt das, Russland operationalisiert seine Koorbital-Repertoire-Manöver öffentlich und die Daten, die kommen nicht aus einem Pentagon-Briefing, sondern aus Radar-Tracking-Daten des kalifornischen Unternehmens Leo Labs, ausgewertet durch Comspock. Mich überrascht jetzt weniger das Manöver selbst, Inspektion und Annäherung auf engstem Raum, das sind der klassische militärische Satellitenmanöver, sondern dass diese Choreografie inzwischen öffentlich sichtbar abläuft. Vom russischen Satellitenballett zu einem Durchbruch in der amerikanischen Antriebsforschung. NASA JPL hat den ersten Test eines magnetoplasmadynamischen Thrusters bestanden, der mit Lithium-Metalldampf als Treibstoff arbeitet. Stell dir ein elektrisches Triebwerk vor, das Lithium verdampft und in einem Magnetfeld als Plasma beschleunigt. Im Test am 24. Februar, da erreichte das Triebwerk in der COMET-Vakuumkammer am JPL Leistungsspitzen von 120 Kilowatt. Laut NASA das 25-fache der heute stärksten Ionentriebwerke im Einsatz. Das wäre zum Beispiel der Antrieb an Bord der NASA-Asteroidenmission Psyche. Das gerade erst vorgestellte SR1 Freedom-System für die NASA Mars-Demo 2028, das nutzt einen Kernreaktor mit über 20 Kilowatt elektrischer Leistung, das dann den Xeon-Ionentriebwerk versorgen soll. Ionentriebwerke, die verbrauchen rund 90% weniger Treibstoff als chemische Raketenantriebe, was sie für Deep Space super interessant macht. Klingt nach dem direkten Mars-Ticket der Zukunft. Muss ich kurz bremsen. Gerade Test bestanden ist ein früher Meilenstein, keine Freigabe für den Flug. Ja, und die nötige Stromquelle für dann diese nächste Stufe der Antriebe, die muss auch erst geschaffen werden. Also kleine Kernreaktoren an Bord. Politisch und technisch ungeklärt. Die eigentliche Frage ist dann nicht, ob diese Antriebe funktionieren, sondern wann jemand den passenden Reaktor liefert. Von Antrieben für den Deep Space in den niedrigen Erdorbit, wo eine europäische Konstellation gerade ihren ersten Satelliten oben hat. Raven ist der erste eigene europäische Satellit für die globale Tierbeobachtung im All und der Auftakt einer eigenständigen Konstellation, mit der Icarus 2.0 als nächster Generation jetzt komplett in europäischer Hand weiterentwickelt wird. Technologiepartner ist das Münchner New Space Unternehmen Talos, um den Mitgründer und CEO Gregor Langer, den ich auch schon im Interview hatte. Forschungspartner ist das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie. Im Konsortium sitzt außerdem die deutsche Raumfahrtagentur MDLR und der bulgarische Plattformhersteller Endurosat. Unterstützt wird die Mission von der National Geographic Society. Stell dir Mini-Tracker auf Tieren vor, auf Vögeln, Fledermäusen, kleinen Säugetieren, und die Sender, die wiegen unter 5 Gramm und sammeln Position, Temperatur, Feuchte, Druck und Beschleunigung weltweit über die Konstellation ein. Die Idee, die gab es schon bei Icarus 1, allerdings nur als Zubau an der ISS. Aus Icarus wird jetzt eine eigenständige Infrastruktur mit 2 weiteren Starts noch in diesem Jahr und dann noch 2 weiteren Starts dann im Frühjahr 2027. Anwendungen, die reichen schnell weit über die Biologie hinaus, von Agrarmonitoring von Nutztieren in entlegenen Regionen bis dann zur Logistik-Tracking. Von Raven und irdischen Lebewesen auf eine zweite Max-Planck-Forschung, die da auf Fels guckt. Das James Webb Space Telescope hat zum ersten Mal überhaupt die Oberfläche eines Exoplaneten direkt analysiert. LHS 3844b ist eine Supererde, rund 30% größer als die Erde, knapp 50 Lichtjahre entfernt. Geleitet wurde die Beobachtung von Laura Kreitberg, Direktorin am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, gemeinsam mit Erstautor Sebastian Sieber vom Center of Astrophysics Harvard-Smithsonian. Veröffentlicht wurde die Studie in Nature Astronomy. Das Ergebnis, sagen wir ehrlich, ein dunkler, heißer, atmosphärenloser Felsplanet, Merkur-Verwandter vielleicht, ohne nennenswerte Atmosphäre, die Sternenstrahlung umlenken könnte. Klingt nach Enttäuschung, ist aber methodisch ein Durchbruch. Wir reden hier nicht über Spektren einer Atmosphäre, sondern über eine direkte vermessene Felsoberfläche eines fremden Planeten. Das ist eine ganz neue Klasse von Daten. Das heißt für Exoplanetenfans, James Webb kann das jetzt bei Welten ohne Wolkendecke. Damit öffnet sich das Tor für gezielte Oberflächenkartierung und das weiter, als es vor ein paar Jahren noch realistisch erwartbar war.
Von heißen, dunklen Felsplaneten knapp 50 Lichtjahre weiter zurück nach Florida, wo Blue Origin gerade die nächste New Glenn-Generation auf das Pad schiebt. Booster 3 mit dem Namen No It's Necessary ist am Montag, 4. Mai, von der Raketenfabrik zur Integrationsfacility am Launch Complex 36 gerollt. Der Name ist ein Zitat von Cooper aus Christopher Nolans Interstellar. Damit reiht sich der dritte New Glenn Booster mit filmischen Namen seiner Vorgänger ein. Booster 2 zum Beispiel Never Tell Me the Odds aus Star Wars. Parallel rückt der Blue Moon MK1 Endurance Lunar Lander einen Schritt näher Richtung Erstflug. Bei Lunar Plant 1 in Florida, da läuft aktuell das Radio Frequency Compatibility Testing. Also die Prüfung, ob Funksignale zwischen Lander, Avionik und Bodenstation sich nicht gegenseitig stören. Die von Blue veröffentlichten Bilder, die zeigen den Lander mit der goldbeschichteten Multilayer Installation, kurz MLI. Da kommen schon Apollo-Mondlande-Vibes auf. Ja, heißt zusammen, Blue Origin schiebt trotz FAA Grounding nach NG3 die Vorbereitung für die Erhöhung der Startkadenz weiter. Informationen zur Untersuchung von NG3 stehen aber noch aus. Während Blue Origin die nächsten Starts vorbereitet, hat SpaceX in der vergangenen Woche 2 Falcon 9 Starts abgeliefert. Am Sonntag, 3. Mai, da brachte eine Falcon 9 von Vandenberg im Rahmen der transporterähnlichen Mission den koreanischen Erdbeobachtungssatelliten CAS 502 zusammen mit den Satelliten Pelican 7, 8 und 9 von Planet Labs sowie weiteren 41 Mitfluglasten in den sonnensynchronen Orbit. In der Nacht zum Mittwoch dann, am 6. Mai, da folgten 24 Starlink-Satelliten ebenfalls von Vandenberg. Mehr war nicht, Routinewoche im positiven Sinne. Bevor wir gleich in die Kurzen springen, eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ab Mittwoch geht's bei uns wieder deutlich tiefer in die Hardware. Wir starten eine erste Technik-Episode, in der wir Starship V3 von oben bis unten auseinandernehmen, mit allen Details, die einfach in der Sonntag-News keinen Platz haben. Wenn dir solche Spezialfolgen helfen, unterstützt das doch direkt. Werde Schutzengel, die YouTube-Kanalmitgliedschaft, die ist unser direktester Unterstützungsweg und bringt dir handfeste Vorteile. Du bekommst zum Beispiel jedes Video einen Tag früher, also Samstag statt Sonntags, und du siehst alles komplett werbefrei, ohne eine einzige Unterbrechung. Trag dir außerdem schon mal den 13. und 14. Juni rot im Kalender ein. Senkrechtstarter ist nämlich auf der ILA Berlin vor Ort. Warum, wieso und was wir mitbringen, das erzählen wir dir nächste Woche. Und wer schon jetzt zeigen will, dass er Raumfahrtbegeisterung trägt, ja, im Shop unter shop.senkrechtstarter.net findest du alles für den Raumfahrtfan, von Tasse über T-Shirts bis Notizbüchern. Den Link, den gibt's auch in der Beschreibung. Und damit jetzt schnell, was sonst noch so passiert ist. Die KI-Firma Anthropic hat am Mittwoch, 6. Mai, eine Partnerschaft mit SpaceX bekannt gegeben. Hintergrund: Zugang zur gesamten Compute-Kapazität von Colossus 1 in Memphis, über 300 Megawatt mit mehr als 220.000 Nvidia-GPUs. Parallel hat Anthropic Interesse signalisiert, mit SpaceX mehrere Gigawatt orbitaler KI-Compute-Kapazität aufzubauen. Die ESA hat zugleich Edge Aerospace aus Luxemburg im Rahmen des Space Cloud Programms mit einer Architekturstudie zu orbitalen Datencentern beauftragt. Lieutenant General Douglas Shees wurde am Freitag, 1. Mai, als nächster Chief of Space Operations der US Space Force nominiert. Er wäre erst der dritte Chief of Space Operations seit der Gründung der Space Force 2019. Nach General J. Raymond und General Chance Salzmann, der 2026 dann in Pension geht. Beim Marsbohren am Samstag, 25. April, da hat Curiosity einen Marsfelsen namens Atacama komplett aus dem Boden gezogen. Rund einen halben Meter an der Basis breit, 15 cm dick, 13 Kilogramm schwer. Und 6 Tage hing der Brocken dann am Bohrer, bevor das Team den Rover am 1. Mai wieder frei bekam. Die deutsch-französische The Exploration Company hat am Mittwoch, 6. Mai, die Hotfire-Testkampagne für das Huracan-Triebwerk im britischen Westcott abgeschlossen. Das 15 Kilonewton Methantriebwerk soll das geplante Nix-Mondraumschiff für Mondmissionen antreiben. Damit lieferte das zweite europäische Unternehmen in einer Woche einen konkreten Engine-Test Meilenstein ab. Die Rocket Factory Augsburg hat einen erfolgreichen Powerpack-Test im Rahmen der Helix-Triebwerksweiterentwicklung gemeldet. Also ein Turbopumpen-Subsystem-Test eines Oxygen-Rich Staged Combustion Triebwerks. Damit liefert das Unternehmen nach dem Saxford-Verlust 2024 endlich wieder konkretes Hardware-Feuersignal, unmittelbar im Anschluss an die Marine-Lizenz-Story, die wir in der Vorwoche hatten. Das Berliner Erdbeobachtungs-Startup Live.io hat eine Finanzierungsrunde von über 28 Millionen Euro abgeschlossen. Neue Investoren in dieser Runde sind Helantic, B2 Venture und der European Innovation Council. Neben dem bestehenden Investorenkreis um Nordic Ninja und Deep Tech und Climate Fonds. Damit finanziert Live.io seine Twin-Spector-Konstellation und springt von der Datenplattform zum Konstellationsoperator.
Die Formel-1-Journalistin und Raumfahrt-Enthusiastin Karin Sturm ist am 13. April im Alter von 64 Jahren überraschend verstorben. Seit 1982 hat sie für deutschsprachige Medien aus dem Grand Prix-Zirkus berichtet und hat auch Bücher geschrieben über Senna, Schumacher und Vettel. Sie war jahrzehntelang in der Raumfahrt-Community aktiv und ein gern gesehener Gast in YouTube-Formaten und Events zu Artemis oder dem Space Creator Day. Wir ziehen den Hut vor jemanden, der 4 Jahrzehnte gezeigt hat, wie Fachjournalismus für ein Nischenthema im deutschsprachigen Raum auch funktioniert. Karin, wenn du das hier siehst, ad astra per aspera. Zu den sprichwörtlichen Sternen fliegt in der kommenden Woche wieder eine ganze Menge an Raketen. Besonders schmankerl natürlich die nächste Generation an Schwerlastraketen. Vorher aber am Montag dann wahrscheinlich eine Langer Marsch 7 von Wencheng mit Tianzhou 10, eine nächste Cargo-Mission zur chinesischen Raumstation Tiangong. Am Dienstag startet wahrscheinlich eine Langer Marsch 6A von Taichuan und die Nutzers, die kann ich euch noch nicht sagen. In der Nacht zum Mittwoch bringt eine Falcon 9 von Cape Canaveral die Dragon CRS-2 SpaceX 34 zur internationalen Raumstation, also eine Cargo-Frachtmission, ist die 34. kommerzielle Versorgungsmission. Ebenfalls am Mittwoch startet wahrscheinlich eine Suke 2E von Landspace aus Jinquan und dann in der Nacht zum Donnerstag folgt eine Falcon 9 von Vandenberg mit Enroll 172, dem 13. Batch der gemeinsamen Aufklärungskonstellation von SpaceX und Northrop Grumman für das National Reconnaissance Office. Am Freitag, da hebt wahrscheinlich eine Falcon 9 von Vandenberg mit weiteren 24 Starlink-Satelliten ab. Und dann der Höhepunkt der Woche, noch nicht offiziell bestätigt, aber frühestens in der Nacht zum Samstag dann, könnte kurz nach Mitternacht zum ersten Mal Starship in Version 3 von Pad 2 in Boca Chica abheben. Flug 12, der Erstflug der V3-Generation. Wir sind natürlich live für euch dabei. Booster 19 hat den Endspurt für den ersten V3-Aufstieg eingeleitet. Deutschland sortiert seine größte Weltraumbeschaffung für die Bundeswehr und genau die orbitalen KI-Datenzentren, die SpaceX seinen Investoren noch als unsicher verkaufen musste, gehen jetzt mit Anthropic in die nächste Runde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich schon riesig, mit euch den Erstflug von Starship V3 zu schauen. Startfenster öffnet sich nach aktuellem Stand ab Freitagnacht. Für die aktuelle Zeit klickt einfach den Link zu unserem anstehenden Livestream in der Videobeschreibung. Aktiviert euch dort am besten direkt die Benachrichtigung, damit ihr den Liftoff auf gar keinen Fall verpasst. Großes Dankeschön auch an Clemens Speer vom Kanal Sicherheit und Verteidigung. Schaut unbedingt bei ihm vorbei. Hier findet ihr auch unsere spannende Kollaboration zum Thema Weltraumprojekte der Bundeswehr. Kleiner Reminder zum Schluss. Vergesst nicht, euer persönliches Launch Escape System zu aktivieren. Holt euch Incogni mit 60% Rabatt über den Link in der Beschreibung, bevor dann eure Telemetrie beim nächsten Broker landet. Wenn dir diese Folge gefallen hat, genau, Abo drücken, aktivier die Glocke und sei unbedingt beim Starship Start live dabei. Immer schön sächlich bleiben, euer Mo.